Heute werde ich euch eine Bastelidee für eine Blumenampel zeigen. Ja, und als Material verwende ich jetzt gleich die Ranken vom wilden Wein. Der stammt jetzt in meinem Fall aus meinem Garten. Ja, und alternativ könnt ihr dafür aber auch genauso gut Weidenzweige verwenden. Ich verwende jetzt 2 Ranken vom wilden Wein und ich habe mir auch im Vorfeld mal Gedanken gemacht, wie groß soll das Ganze jetzt letzten Endes auch mal werden. So, und ich nehme das jetzt mal hier zusammen. Ne, wie gesagt, ich habe mir jetzt mal im Vorfeld auch Gedanken gemacht, wie groß möchte ich das nachher überhaupt haben. Ich denke, so hat das Ganze jetzt später einen ganz guten Durchmesser, sage ich jetzt einfach mal. Dann habe ich jetzt hier Bindedraht am Start. Die Farbe bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt hier bewusst für diesen dunklen Bindedraht entschieden und werde das jetzt hier mit dem Bindedraht aneinander befestigen. Meinen Bindedraht habe ich nun soweit befestigt, den Draht jetzt auch noch nicht abschneiden. Ja, und dann nehme ich mir jetzt mal wieder 2 Ranken vom wilden Wein hinzu. Von der Größe her forme ich die jetzt in etwa genauso groß aus wie die beiden Ranken. So, mal eben hier einmal anhalten. Ja, das macht auch so schon mal einen ganz guten Eindruck. Jetzt wird es ein bisschen friemelig. Ich muss das hier mal eben justieren. Das dauert hier auch einen kleinen Moment. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt gleich noch so einigermaßen sehen. Ja, und das wird jetzt auch hier oben wieder mit Bindedraht aneinander befestigt werden. Ich hoffe, das war jetzt so einigermaßen gescheit im Bild. Na, hier haben wir so einen ganz kurzen, den machen wir jetzt auch mal fest. Zack, zack. Ich frage mich, ob mein Hund Imelda gerade hat. Das kann man hier auch alles noch hin und her bewegen, ne, beziehungsweise justieren. Ja, und dann werde ich mir jetzt mal wieder 2 Ranken hinzuholen. Wobei, was man auch einfach schon mal machen könnte, wenn man jetzt auch so richtig lange Ranken wie ich haben sollte, hier schon mal abschneiden, mal gucken. Ah ja doch, da ist noch ordentlich Potenzial von der Länge her. Nehmen das auch wieder zusammen. Immer hier einfach mal so etwas ausformen. Und das wird jetzt auch wieder festgewickelt werden mit meinem Bindedraht. Da muss man sich auch teilweise echt mal bei konzentrieren. So, und wenn ich jetzt Glück habe, dann finde ich auch mal den Anfang meines Bindedrahts wieder. Den Bindedraht jetzt auch ordentlich stramm ziehen. Das soll ja nicht nachher noch im schlimmsten Fall irgendwie auseinandergehen. Den Bindedraht schneide ich nun ab. Insgesamt habe ich bisher 3 Ranken vom wilden Wein verwendet. Ich verwurste jetzt mal eben den Draht hier miteinander, also den Anfang und das Ende. Verzwirbel ich jetzt mal so. Eben schauen. Das stecken wir jetzt hier einfach mal mitten hinein. Nicht, dass man sich hier im schlimmsten Fall noch irgendwie aus Versehen an dem Draht nachher verletzt. Forme das Ganze mir jetzt nochmal zurecht. Und dann hole ich mir jetzt auch mal wieder ein paar Ranken vom wilden Wein hinzu. Ich habe nämlich jetzt ehrlich gesagt ganz viel hier auf meinem Fußboden liegen, ne, weil der passt jetzt hier nicht komplett auf meinen Arbeitstisch hinauf. Und das hier, das könnt ihr jetzt im Übrigen, also das hier, könnt ihr jetzt auch schon mal einkürzen. Das ist sonst nur die ganze Zeit gleich im Weg. So. So sieht das Grundgerüst schon mal aus und die nächsten Ranken vom wilden Wein werden jetzt nach und nach so drumherum eingearbeitet werden. Ich gehe hier mal so dazwischen entlang, dann gehe ich mal oben drüber, dass das Ganze dann halt auch letzten Endes auch mal mehr an Stabilität erhält. Das dauert auch immer eine kleine Weile, bis man damit halt letzten Endes fertig ist. Hier irgendwo erstmal hineinstecken, könnt ihr auch mal den Anfang von dieser Ranke ein gutes Stück hinausschauen lassen. Ich hatte auch meinen wilden Wein jetzt ein paar Tage, eine Stunde noch im Wasser liegen gelassen, damit er halt letzten Endes auch nochmal biegsamer wird. Aber wenn man hier den Anfang geschafft hat, dann hat man wirklich das Schlimmste letzten Endes geschafft. Man kann auch immer das Ganze mal etwas zusammendrücken und dann halt einfach mal wieder etwas ausformen, so wie ihr das halt leiden mögt. Und ja, dann werde ich das jetzt ja auch gleich mal für euch ein bisschen beschleunigen. Ne, einfach hier so kreuz und quer, ich sag mal, jetzt wirklich einfach drumherum einarbeiten. Man könnte das jetzt auch noch alles filigraner machen, aber ich will das jetzt auch nachher, ich sag mal, so etwas gröber auch erhalten. Hier im unteren Bereich solltet ihr jetzt auch im Übrigen, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, etwas mehr an Material einarbeiten, weil ich werde das Ganze nachher auch noch bepflanzen, damit das hier nicht nachher alles hinauskullert. Und nach oben hinweg, ich sag mal, so in etwa ab dieser Höhe, kann man es dann auch wieder gröber alles einarbeiten.
Meine Blumenampel habe ich nun soweit fertig. Ja, und im Prinzip könnte man sie jetzt auch einfach so lassen, wie sie ist. Aber wir gehen allmählich auf Ostern zu und von daher werde ich meine noch mit Weidenkätzchenzweigen dekorieren. Ja, und nicht zu vergessen, ich muss hier jetzt auch noch eine Öffnung einarbeiten, damit ich sie nachher ja auch gescheit bepflanzen kann. Wer möchte, der kann das dann später auch einfach wieder zusammenfriemeln, ne, diese Öffnung. Man könnte jetzt auch eine auf der Rückseite machen. Ich hatte vor 2, 3 Jahren schon mal eine Blumenampel aus Weidenkätzchen, aus Weidenzweigen erstellt. Da hatte ich dann mit 2 Öffnungen gearbeitet. Ja, und wenn ich jetzt hier diese Weidenkätzchenzweige soweit eingearbeitet habe, dann überprüfe ich mal die Blumenampel, welche Zweige könnte ich jetzt sozusagen noch ein bisschen nachspannen, welche sind halt letzten Endes etwas locker geworden. Aber ihr könnt es ja schon sehen, diese Weidenkätzchenzweige werden hier auch wirklich nur so hineingesteckt werden. Es kann aber auch gut möglich sein, dass ich welche hier so hervorlugen lasse, weil das hier, oder vielmehr der Bindedraht, wird jetzt gleich auch noch vertuscht werden. Ich lasse das jetzt nicht nachher einfach so mit diesem schwarzen Bindedraht. Ich werde jetzt den schwarzen Bindedraht mit einem 2 mm starken Aluminiumdraht umwickeln. Alternativ könnte man dafür aber jetzt zum Beispiel Schnur verwenden. Ja, und ich werde dann nachher auch noch eine Schlaufe mit dem Aluminiumdraht einarbeiten, damit ich das Ganze halt auch später gescheit aufhängen kann. Also hier einfach mal so fröhlich drumherum wickeln, halt so lange, dass man nachher diesen Aluminiumdraht auch nicht mehr sehen kann. Aber ich muss ja mal eben von vorne anfangen. Ich will ja noch nachher eine gescheite Schlaufe einarbeiten können. Ich hatte jetzt zu wenig von dem Ende hinausschauen lassen. Was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Ach ja, dieser Aluminiumdraht, das ist jetzt im Prinzip hier Upcycling. Der stammt noch aus irgendeinem Projekt, ich glaube mit Hyazinthen. Und ich habe den dann einfach mal beiseite geräumt. Von daher ist der jetzt auch komplett halt so, ich sag mal, verbogen. Und ich werde das Ganze jetzt aber auch mal für euch beschleunigen. So viel kann man ja jetzt dazu nicht mehr erzählen. Den hier, den könnten wir jetzt einfach mal so mit befestigen. Das hatte ich nämlich vorhin schon die ganze Zeit mir so überlegt. Ich bin jetzt gerade dabei, die beiden Enden vom Aluminiumdraht miteinander verzwirbeln. Das soll ja auch nachher ordentlich halten. So, schneide ich den ab oder nicht? Ich denke, ich schneide ihn nicht ab. Jetzt kann man hier wieder drumherum wursteln, sage ich jetzt mal. Weil dann kann man den im Laufe der Zeit auch mal wieder irgendwann halt wiederverwerten. Vor allem, ich denke, das sieht so ganz ordentlich aus. Warum immer alles gleich in den Müll werfen? So, mal eben hier zurecht knicken, dass ich mich da nicht nachher dran verletze. Ja, und dann wird das Ganze jetzt natürlich auch noch bepflanzt werden. Doch, das gefällt mir richtig gut mit dem Aluminiumdraht, weil dann hat das Ganze auch nochmal, ich sag mal, ein klein wenig mehr an Farbe. Ja, und dann hole ich mir jetzt mal weitere Materialien hinzu. Und wenn ich das Ganze hier nachher fertig habe, dann überprüfe ich es aber nochmal, ob halt an irgendwelchen Stellen ein paar Ranken, Äste hinausgeflutscht sein sollten. Dann einfach wieder so hineinstecken. Und im Laufe der Zeit trocknet das Ganze ja auch nun mal ein und hält dann auch seine Form. Diese Blumenampel aus den Weidenzweigen, die hat bei mir übrigens 3 Jahre gehalten. Ich bin mal gespannt, wie lange die hier durchhält. Und man kann das ja dann im Laufe der Zeit auch immer wieder neu bepflanzen. Der Boden meiner Blumenampel muss jetzt noch ausgekleidet werden, ja, damit halt letzten Endes später das Substrat hier nicht einfach so hinauskullern kann. Und zum Auskleiden verwende ich jetzt Plattenmoos. Das sind jetzt auch noch Reste aus vorherigen Projekten. Man könnte dafür aber jetzt auch die Jute verwenden. Es gibt ja diese Jute-Säcke, die würde ich mir dann einfach mal zurechtschneiden und dann einarbeiten. Aber was ich persönlich so oder so immer machen würde, das Ganze vorher mit dem Plattenmoos auskleiden, weil dann sieht das auch alles noch mal ein bisschen schicker aus. Das Plattenmoos wird jetzt hier auch schön überlappend eingearbeitet werden. Und ich denke, ich werde das so in etwa bis zu dieser Höhe machen, ne? So in etwa. Aber ich habe auch schon, Projekte früher erstellt, da hatte ich nur Plattenmoos verwendet und das war im Laufe der Zeit auch überhaupt kein Problem.
Ja, und ich sag mal, im Laufe der Zeit wechselt man ja auch mal die Bepflanzung. Es sei denn, ihr arbeitet mit Sukkulenten. Die kann man da, eine Ewigkeit einfach mal drin wachsen lassen. Was passieren könnte, dass das Moos halt im Laufe der Zeit verrottet. Ne, da müsst ihr dann immer mal ein Auge drauf haben, dass man das Moos halt im Laufe der Zeit dann einfach auch mal ersetzt. Meine Blumenampel wird mit einem Hornveilchen und mit diesem kleinen Efeu bepflanzt werden. Blumenerde habe ich hier bereits am Start und dann nehmen wir die jetzt hier erst einmal vorsichtig aus dem Topf hinaus. Wobei ich glaube, ich pflanze erstmal den Efeu. Die Pflanzen jetzt auch nicht tiefer pflanzen, als die zuvor in ihren Töpfen standen. Ich nehme aber hier etwas von dem Substrat mal ab. Dann habe ich es jetzt gleich einfacher mit dem Setzen. Das sind jetzt hier im Übrigen auch mehrere Efeupflanzen. So, mal eben Lucky. Ich glaube, das sieht nachher ganz süß aus, wenn der Efeu im Laufe der Zeit hier auch mal hinausrankt. Ich hätte ihn jetzt auch auseinandernehmen können, die einzelnen Pflanzen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Fülle das Ganze jetzt mal vorsichtig mit Substrat auf. Und das sind jetzt auch Pflanzen, vor allen Dingen auch die Hornveilchen, die kommen mit voller Sonneneinstrahlung und mit Halbschatten zurecht. Und was wollte ich noch erzählen? Ich habe mich jetzt auch bewusst für das Hornveilchen entschieden, weil die sind bienenfreundlicher als die Stiefmütterchen. Habe ich zumindest auch extra noch mal vorhin nachgelesen. Ich hatte das aber auch so im Kopf und auch immer beobachtet, dass da dann auch mal Bienen zugange sind. Noch mehr werde ich an meiner Blumenampel nicht gestalten, aber ich denke, die ist auch ganz cool geworden. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!